Was wäre, wenn ein Unternehmen jeden Tag das Leben von Millionen von Menschen rettet, aber der Aktienmarkt das einfach ignoriert? Siemens Healthineers ist einer der größten Gesundheitskonzerne der Welt. Sie bauen Geräte, die gegen Krebs helfen, die Herzinfarkte frühzeitig erkennen und auch Leben verlängern können. Die Aktie tritt aber seit Jahren auf der Stelle, ist in einer Seitwärtsbewegung. Und warum sieht der Markt einfach nicht, was in dieser Firma steckt und was die Potenziale sind? Wir schauen heute mal genau hinter die Kulissen der Siemens Healthineers, analysieren Zahlen, Daten, Fakten, schauen, wie profitabel sie wirtschaftet, wie sie uns Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen und des Total Returns belohnen. Wir schauen, wie sicher ein Investment in das Unternehmen auch wäre. Dann betrachten wir die aktuelle Lage und die Bewertung des Fair Values der Siemens Healthineers Aktie und vergleichen sie dann am Ende noch mit Konkurrenten, die in ähnlichen Geschäftsgebieten auch tätig sind. Ihr habt euch die Siemens Healthineers als zweiten Kandidaten in meiner Abstimmung auch gewünscht und ich fand das Unternehmen sehr spannend, deswegen stelle ich es euch auch nochmal vor. Wenn euch das gefällt und ihr euch darüber freut, dann lasst mir gerne schon mal ein Gefällt mir da und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht tut. Und kurzer Hinweis, das hier ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern ich analysiere das Unternehmen mit euch und ihr entscheidet selbst, wie ihr damit umgeht und was ihr mit eurem Geld macht. Schauen wir uns erstmal das Geschäftsmodell der Siemens Healthineers an, womit sie eigentlich das meiste Geld verdienen. Ja, über die Hälfte des Umsatzes erzielen sie mit der medizinischen Bildgebung, also den Geräten, die buchstäblich Bilder liefern und in uns hineinschauen. CT, MRT-Systeme, PET-Scanner, aber auch Röntgen- und Ultraschalllösungen. Das sind das Rückgrat moderner Diagnostik. Ergänzt wird das Ganze aber auch noch durch KI-basierte Software, die zur Auswertung hilft, die Bilder automatisch auswertet und damit den Ärzten auch hilft, schnellere Diagnosen zu stellen. Nur knapp ein Fünftel der Umsätze stammt aus der Diagnostik. Das ist so das unsichtbare Herzstück der Krankenhäuser. Sie haben damit die Atelica-Plattform. Damit analysiert Siemens Healthineers Blutproben automatisch und ganze Labore können vernetzt werden, was die manuelle Arbeit um bis zu 75% auch reduziert. Dann stellen sie in diesem Segment noch spezialisierte Tests für Herzrisiken her oder auch Multiple Sklerose und Schnelltests für Infektionen direkt am Patienten, wo sie auch in der Corona-Zeit einen ganz guten Umsatz mitgemacht haben. Ähnlich groß ist noch das drittgrößte Segment, die Strahlentherapie und die Onkologie, besonders mit ihrem Varian-System, denn damit sind sie einer der wichtigsten Anbieter in der aktiven Krebsbekämpfung, nämlich indem sie Strahlentherapiegeräte einsetzen, die wiederum auf intelligente Software trifft, um halt die Dosis zielgenau anzupassen, wie sie für den Patienten auch passt und gesundes Gewebe dabei nicht zu gefährden. Besonders beeindruckend ist auch noch die CT-gestützte adaptive Radiotherapie, dass sich die Strahlung auch automatisch anpasst, je nachdem, wie sich der Tumor auch verändert hat. Dann haben sie noch ein kleines Segment in Advanced Therapies. Das sind auch bildgeführte Therapien im OP-Saal direkt. Sie ermöglichen damit den Chirurgen minimalinvasiv auch zu arbeiten, mit Echtzeitbildern, bei Herzoperationen oder auch bei Gehirneingriffen. Global sind sie auch relativ breit aufgestellt. Rund 37% der Umsätze stammen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika, also den EMEA-Regionen. Das größte Wachstum kommt jedoch aus Amerika, aktuell mit 12% Wachstum. Auch Asien legen kräftig zu, besonders die Regionen Japan und Indien. China wächst solide ebenfalls mit 6%. Insgesamt steigt der weltweite Umsatz aktuell um 7,6% nach den letzten Zahlen. Die Ausblicke des Unternehmens sind deswegen auch sehr positiv gestimmt, denn Bernd Montag, der CEO, der sagt auch, dass im dritten Quartal das Unternehmen trotz Verzögerungen in China gut wachsen konnte. Besonders die Varian-Lösung und die Diagnostiksparte, die treiben die Ergebnisse aktuell voran. Also der Ausblick bleibt positiv und das Management hat auch sein Jahresziel weiter bekräftigt. Deswegen schauen wir jetzt mal genauer auf die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten und zuerst auf Umsatz und Gewinnentwicklung. Ja, seit Jahren konnten sie eigentlich ihren Umsatz konstant steigen lassen, zuletzt über 22 Milliarden Euro. Auch der Gewinn hat sich eigentlich recht stabil entwickelt, der bleibt aber leicht hinter dem Umsatzwachstum auch zurück. Mit der operativen Gewinnmarge von 16,8%, da gehört Siemens Healthineers allerdings zu den profitableren Vertretern in der Medizintechnikbranche allgemein. Wenn ihr euch an mein Striker-Video erinnert,
haben wir gesehen, dass die Margen bei den Medizintechnikunternehmen allgemein sehr gering sind und hier ist Siemens Healthineers mit 16,8% im oberen Bereich. Die Eigenkapitalrendite liegt bei etwa 12,5%, also jeder Euro Eigenkapital bringt rund 12 Cent Gewinn. Beim ROIC, also dem Return on Invested Capital, der Rendite auf das gesamte eingesetzte Kapital, erreichen wir 8,5%. Das ist schon ordentlich, aber jetzt auch kein Überflieger. Man sieht aber auch in der Entwicklung der Profitabilitätskennzahlen ganz deutlich, dass sich die Profitabilität nach dem Corona-Boom etwas abgeschwächt hat, aber in der letzten Zeit wieder ordentlich angewachsen ist. Ja, was ist denn von einem Investment in die Siemens Healthineers in den letzten Jahren bei den Aktionären hängen geblieben? Schauen wir erstmal auf die Dividende. Und für Dividendeninvestoren, da ist Siemens Healthineers jetzt kein Renditestar. Sie sind eher ein verlässlicher Zahler. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2%, jedoch stabil. Seit 3 Jahren wird die gleiche Dividende von 95 Cent je Aktie gezahlt. Seit 6 Jahren hat das Unternehmen keine Kürzung vorgenommen. Die Ausschüttungsquote liegt bei derzeit 49% des Gewinns, also sie schütten knapp die Hälfte ihres Gewinns aus. Und auf den Free Cashflow gerechnet 41%. Das ist noch ein recht ordentliches Niveau. Das jährliche Dividendenwachstum ist durch die gleichbleibende Dividende in den letzten 3 Jahren jetzt nicht so besonders hoch. Über die letzten 5 Jahre im Schnitt lag das Dividendenwachstum bei 4,4%. Im letzten Jahr gab es keine Erhöhung und die 10-Jahres-Sicht, die ist nicht möglich, weil das Unternehmen erst seit 2018 an der Börse ist. Und was noch wichtig ist, die nachhaltige Wachstumsrate, also wie schnell Siemens Healthineers aus eigener Kraft wachsen kann, indem sie die nicht ausgeschütteten Gewinne zurück ins Eigenkapital fließen lassen, springt dabei eine nachhaltige Wachstumsrate von 6,3% noch bei heraus, was Siemens Healthineers intrinsisch theoretisch wachsen könnte jedes Jahr. Eine weitere Möglichkeit, Aktionäre zu belohnen, ist ja immer auch die Durchführung von Aktienrückkäufen. Aber hier hält sich Siemens Healthineers auch sehr zurück. Die Rückkaufrendite liegt nur bei 0,1%, also kaum spürbar. Im Gegenteil, zwischen den Jahren 21 und 22, da wurden sogar Kapitalmaßnahmen durchgeführt und damit wurde die Aktie auch leicht verwässert. Also Rückkäufe spielen aktuell keine große Rolle. Der Fokus liegt hier mehr auf Investitionen ins Wachstum und in den Ausbau neuer Technologien. Ja, konnte uns denn das Unternehmen renditetechnisch belohnen? Deswegen schauen wir jetzt mal auf den Aktienkurs und den Total Return. Siemens Healthineers ist ja noch ein recht junges Börsenunternehmen, seit 2018 an der Börse. Deswegen gibt es hier jetzt auch keine 10-Jahresdaten, sondern nur eine Betrachtung der letzten 5 Jahre. Und da zeigt sich eigentlich, dass inklusive Dividenden der Total Return bei 41,7% liegt, ohne Dividenden reiner Kurswachstum noch bei 29,7%, also knapp 30%. Ist jetzt keine Kursrakete, aber wir hätten halt auch keinen Verlust gemacht und eine kleine Rendite hätten wir erwirtschaftet. Aber der Kurs hat sich halt seit 2021 immer nur seitwärts bewegt. Also operativ ist Wachstum da. Sie werden auch langsam profitabler. Der Markt hat das aber irgendwie noch nicht so richtig erkannt und der Markt wartet hier noch auf einen wirklich starken Impuls, um der Aktie mal wieder mehr zuzutrauen. Aber schauen wir mal auf die finanzielle Sicherheit der Siemens Healthineers. Ja, die Gesamtverschuldung zum EBITDA liegt aktuell bei 3,5 Jahren. Das heißt, das Unternehmen müsste 3,5 Jahre seinen EBITDA erwirtschaften, um die Schulden auch tilgen zu können. Der Wert hat sich in letzter Zeit leicht verbessert. Allgemein ist das aber noch ein relativ hoher Wert. Gleichzeitig liegt die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital bei 24,7%. Also auf 1 Euro Eigenkapital kommen rund 25 Cent Schulden. Ist jetzt nicht riskant, aber der Trend zeigt hier leider im Moment leicht nach oben. Der Zinsdeckungsgrad, also wie oft das Unternehmen seine Zinsen decken kann durch den EBIT, der liegt aktuell bei 5-mal. Das ist jetzt auch nicht wesentlich hoch, aber ja, deutlich unter den Spitzenwerten der vergangenen Jahre. Hier sind sie auch tatsächlich ein wenig schlechter geworden. Positiv ist der Free Cashflow. Der ist aktuell wieder auf Wachstumskurs und lag auch zuletzt bei 1,9 Milliarden Euro. Also das macht halt das Unternehmen schon ein wenig zuverlässiger, auch Dividenden der Zukunft zahlen zu können und auch in sich selbst wieder investieren zu können, ohne die Bilanz total zu strapazieren. Wenn wir uns Buchwert und Substanzwert anschauen, sehen wir beim Buchwert eine leicht positive Tendenz. Hier haben wir aktuell 15,20 Euro Buchwert bei einem Aktienkurs von knapp 48 Euro, also ungefähr ein Drittel davon. Das ist gar nicht so schlecht im Verhältnis. Der Substanzwert, also der materielle Buchwert ohne
immaterielle Vermögenswerte wie Goodwill, Patente oder Markenrechte. Der geht allerdings aktuell zurück und liegt noch bei 8 Euro. Ja, bei leicht steigender Profitabilität und jahrelangem Seitwärtstrend müsste die Aktie ja eigentlich relativ günstig bewertet sein. Deswegen schauen wir mal auf die Bewertungskennzahlen. Das KGV liegt bei 31, das ist jetzt kein Schnäppchen, also eher eine Bewertung im oberen Mittelfeld. Das ist so typisch für ein gutes Qualitätsunternehmen, aber jetzt nicht unbedingt günstig. Beim Preis zum Free Cashflow haben wir ebenfalls einen Wert von 24,4, das ist auch noch recht ambitioniert. Also der Markt traut dem Unternehmen weiteres Wachstum zu und trotzdem läuft der Kurs seitwärts. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist wieder relativ moderat mit 3,3. Also Anleger zahlen etwas über das Dreifache des bilanziellen Eigenkapitals. Da gibt es weitaus schlimmer bewertete Unternehmen. Das ist jetzt nicht besonders hoch. Also laut dem Analysetool hier wird die Aktie sogar als leicht unterbewertet eingestuft, befindet sich aber in einem neutralen bis leicht negativen Markttrend. Wir schauen jetzt nochmal auf den Aktienfinder, was der dazu sagt. Und hier liegt der faire Wert der Siemens Healthineers bei derzeit 55 Euro. Der aktuelle Kurs von 48 Euro liegt 12% darunter und damit sagt der Aktienfinder, dass er hier Aufwärtspotenzial sieht. Ja, um die ganzen Zahlen besser einschätzen zu können, betrachten wir Siemens Healthineers jetzt nochmal in Verbindung mit seinen Wettbewerbern im ähnlichen Marktumfeld. Hier haben wir nämlich zum einen General Electric Healthcare. Das ist der direkte Hauptkonkurrent, besonders stark im CT-Geschäft, im MRT-Geschäft oder auch in der KI-Integration. Dann haben wir noch Philips, die sind ebenfalls aktiv, vor allem in Röntgen, Ultraschall und der Krankenhausinfrastruktur. Dann haben wir zwei japanische Wettbewerber mit Canon und Fujifilm. Die kennt man wahrscheinlich eher so aus der Kamerabranche, aber die sind auch sehr stark in Bildgebung für den medizinischen Bereich und dominieren hier im asiatischen Markt mit ihren Imaging-Technologien. Dann haben wir noch einen Wettbewerber, der eher im aufstrebenden Bereich ist, nämlich United Imaging aus China, der momentan wächst und auch immer mehr internationale Marktanteile gewinnt. Bei der operativen Gewinnmarge, da liegt Siemens Healthineers mit ihren 16,8% momentan klar an der Spitze. Noch vor General Electric Healthcare, die haben nur 15,6%. Dahinter folgen dann die japanischen Anbieter Fujifilm und Canon im Bereich von um die 10%. United Imaging und Philips liegen deutlich darunter. Beim ROIC, also der Kapitalrendite auf das gesamte eingesetzte Kapital, führt General Electric Healthcare mit 12,3%. Siemens Healthineers folgen noch mit 9,1%, dahinter Canon mit 7,3%, Fujifilm, United Imaging und Philips, die liegen hier klar zurück. Kurzer Einschub, auch heute möchte ich euch gerne meinen Kooperationspartner Investing.com vorstellen. Der bietet nämlich mit Investing Pro eine KI-basierte Methode, um über Modelle verschiedene Strategien zu entwickeln, die es schaffen, die Indizes outzuperformen. Den Alpha Germany Select zum Beispiel, der versucht, durch KI Unternehmen auszufiltern, die den DAX outperformen könnten. Es gibt aber sehr, sehr viele Länder mittlerweile dort zur Auswahl, wenn man hier mal in die Liste schaut. Die Schweiz ist jetzt auch neu dazugekommen, aber sogar Polen, Malaysia, Hongkong und so weiter. Wir schauen heute mal auf die Techstars und springen dort mal rein. Mit den Techstars will man halt den Nasdaq outperformen. Die Techstars haben diesen Monat im Oktober unter anderem die Viasat auserkoren, durch starke Performance und einem hohen Potenzial für Aufspaltung. Dann die Snowflake, die Microchip oder auch die NetApp zum Beispiel, aber noch ein paar weitere. Aber wenn wir mal runterscrollen, sehen wir auch, dass zum Beispiel die Oracle zu den Unternehmen gehören, die im letzten Monat performt haben und deswegen auch von der KI im letzten Monat dabei waren, aber diesen Monat aus der Strategie quasi rausgeflogen sind, weil die KI identifiziert, hier haben wir eine Überbewertung inmitten kapitalintensiver KI-Neuausrichtung. Deswegen ist sie rausgeflogen. Also dieses Tool bietet wirklich interessante Insights zu allen möglichen Ländern, Unternehmen und ich finde es richtig lohnenswert. Wenn ihr euch auch dafür interessiert, dann schaut gerne mal unten in meiner Videobeschreibung, da findet ihr auch einen Link. Es gibt auch immer wieder interessante Angebote, gerade jetzt im Herbst. Und zusätzlich zu den Prozenten, die die Plattform sonst so bietet, kriegt ihr noch 15% über meinen Link. Wenn wir jetzt mal Dividendenrendite und auch die Ausschüttungsquote gegenüberstellen, wird schnell klar, dass hier Canon der absolute Gewinner ist, mit 3,6% Dividendenrendite, aber sie haben eine hohe Quote, also eine hohe Ausschüttungsquote von 89%, was nicht mehr gesund ist. Philips folgen dann mit 3,5% Rendite und einer
ebenfalls, naja, noch nicht kritischen, aber hohen Ausschüttungsquote von 59%. Siemens Healthineers liegen mit ihren 2% Dividendenrendite im Mittelfeld. Sie haben aber dafür eine viel solidere Ausschüttungsquote und nachhaltigere Ausschüttungspolitik mit rund 49%. Da ist noch eher Luft für Investitionen auch nach oben. Der Gewinner beider Kennzahlen im Vergleich miteinander sind für mich aber Fujifilm und auch Philips, weil sie noch eine, naja, nicht recht hohe, aber immer noch höhere Dividendenrendite zahlen, bei zugleich einer moderaten Ausschüttung. Ja, mit welchem dieser Unternehmen hätten wir denn jetzt die höchste Rendite erwirtschaftet in den letzten 5 Jahren? Ja, beim Blick auf die Gesamtrendite der letzten 5 Jahre gibt es einen auch eindeutigen Gewinner, nämlich Canon. Mit denen hätten wir fast 200% Total Return erreicht, also Dividenden plus Kurswachstum. Schon ein beeindruckender Zuwachs und stärker als der Rest der Branche. Dahinter folgt dann erst Fujifilm mit 135% Total Return, während Siemens Healthineers mit 42% noch solide für Wachstum gesorgt hätte, aber eher durchschnittlich abschneidet. General Electric Healthcare und United Imaging sind ja noch relativ neu an der Börse, beide erst seit 2022. Daher ist der Vergleich hier nur bedingt aussagekräftig, also dieser Wert spiegelt nur die Entwicklung seit 3 Jahren jetzt wieder und nicht seit 5 Jahren. Die größten Verlierer hingegen sind Philips und United Imaging. Die hatten halt deutliche Kursrückgänge auch und ja, Canon dominiert hier halt mit der klar am stärksten liegenden Kursentwicklung. Das sieht man auch hier nochmal ganz deutlich. Der 10-Jahres-Chart zeigt, dass Canon sich schon ganz gut entwickelt hat. Nach einer Schwächephase 2020 kam dann die Trendwende und der Kurs inklusive Dividenden liegt deutlich über dem Vorkrisenniveau und wir hätten wirklich auch durch die Dividende einen schönen Total Return erreicht. Beim Thema Sicherheit bzw. Verschuldung zeigt sich auch ein klares Bild. United Imaging ist hier der klare Gewinner mit einer extrem niedrigen Verschuldungsquote von dem nur 0,1-fachen EBITDA. Sie sind quasi praktisch schuldenfrei. Siemens Healthineers liegen mit ihrem 3,5-fachen EBITDA schon im oberen Mittelfeld, aber Philips sind noch schlechter, sie sind mit dem 4,6-fachen ihres EBITDAs verschuldet. Also United Imaging ist hier der Gewinner. Ja, wie sind unsere Unternehmen denn so bewertet? Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt General Electric Healthcare am günstigsten. Die haben ein KGV von 15,3 und sind damit der Gewinner im Branchenvergleich. Siemens Healthineers und Canon liegen ungefähr gleich auf mit rund 24, liegen da so im Mittelfeld. Deutlich teurer wird es bei United Imaging, die sind mit einem KGV von 95 bewertet und Philips schießt mit über 130 völlig über das Ziel hinaus. Jetzt schauen wir nochmal auf das Fair Value und auch das Kurspotenzial der Analysten. Und das Fair Value, das errechnet sich hier aus verschiedenen Berechnungsmodellen. Den größten Aufwärtsspielraum sehen beide Modelle bei Siemens Healthineers. Im Schnitt, also aus sowohl Analystenschätzungen als auch berechneten Modellen, auf über 21% Kurspotenzial nach oben. Das macht auch Siemens Healthineers hier zum Gewinner dieses Vergleichs. General Electric Healthcare, die haben aber auch noch rund 15% durchschnittliches Upside, während Canon noch 11% durchschnittliches Upside hat, also solide, aber jetzt kein echter Rebound-Kandidat. Schwächer sieht es bei Fujifilm aus und auch bei United Imaging. Hier liegt das geschätzte Kurspotenzial sogar leicht im negativen Bereich und Philips, die fallen hier durch. Analysten erwarten kaum einen weiteren Anstieg, obwohl das Fair Value jetzt leicht höher liegt. Fazit heißt eigentlich für Anleger mit Geduld könnte Siemens Healthineers laut den Bewertungsmodellen und auch laut der Analystenschätzungen die attraktivste Chance sein für die nächste oder näher liegende Zukunft. Dann komme ich mal zu einem kleinen Fazit zu Siemens Healthineers und fasse noch mal kurz so die positiven und negativen Sachen zusammen. Denn sie sind der stärkste Player oder sind einer der stärksten Player im globalen Medizintechnikmarkt, vor allen Dingen in der Bildgebung. Und sie haben schon einen technologischen Vorsprung auch bei CT, bei MRT-Systemen und ihren Variansystemen. Sie haben ein integriertes Medizintechnikportfolio von der Diagnose über die Bildgebung, über Therapien und das schafft auch Synergien und diese Systeme, die können auch gut zusammen interagieren im Krankenhaus. Genau, und noch dazu durch Service- und Softwaregeschäft werden diese ganzen Sachen auch noch supported und sie haben so ein eigenes Ökosystem. Besonders stark ist auch die Innovationspipeline, Photon-Counting, CTs, KI-Diagnostik, heliumfreie MRTs, das sind alles so Zukunftsprojekte von ihnen und da versuchen sie auch den Vorsprung zu halten. Dann noch kommen Skalenvorteile
in Frage in über 180 Ländern. Und sie haben natürlich auch demografischen Rückenwind. Das betrifft aber jetzt alle diese Wettbewerber, denn die insgesamt eher älter werdende Bevölkerung sorgt auch für stetig steigende Nachfrage. Aber es gibt auch Herausforderungen, die bleiben und schon vorhanden sind, vor allen Dingen auch Preisdruck aktuell in China. Das belastet die Margen. Die Diagnostiksparte, die kämpft aktuell mit schwächerem Wachstum. Und die Siemens-Beteiligung, also das Mutterunternehmen Siemens, ist ja auch an der Siemens Healthineers beteiligt. Sie bauen diese Beteiligung aber Stück für Stück ab, was auch nicht gerade den Aktienkurs beflügelt. Also unterm Strich wirken sie erstmal solide, sind innovationsgetrieben, sie sind schon irgendwo ein Qualitätsunternehmen, stellen richtig sinnvolle Produkte her, die die Menschheit braucht. Also das ist wirklich mein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, wo ich sage, das ist wirklich sinnvoll. Und die sollten einfach profitieren, weil sie gute Dinge tun und herstellen. Ja, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat oder was ihr auch über die Siemens Healthineers denkt. Und gebt mir auch gerne Rückmeldung, wenn ihr euch für einen der anderen Konkurrenten interessiert oder ich einen der anderen mal analysieren soll. Und wenn ihr euch für ein ganz anderes Unternehmen interessiert, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Ich sammle immer schöne Videoideen, damit ich euch noch mehr Unternehmen vorstellen kann, die euch auch wirklich interessieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, genießt die Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.